Hallo, ich grüße euch. In diesem Video geht es um Tachometer von der Dnepr. Ural Changyang sind ähnlich aufgebaut. Ich habe halt hier welche von Dnepr. Der hier mit dem schönen weißen Ziffernblatt ist ein älterer von einer K57. Die werden üblicherweise durch diese zwei Haltebügel von hinten im Instrumententräger befestigt. Hier kommt die Tachometerwelle rein und hier die Lampe mit der Beleuchtung. Der ist von 1969. Der hier bereits geöffnete Tachometer ist von meiner Dnepr 16. Der hat zuletzt während dem Fahren den Zeiger verloren. Also der Zeiger ist locker geworden und hat sich dann immer verstellt auf der Welle und hat dann unterschiedlichste Geschwindigkeiten angezeigt. Deswegen habe ich ihn öffnen müssen. Zum Öffnen muss man den Chromring auf der Rückseite aufbiegen. Der hat hier diese kurzen Laschen, die man aufbiegen muss, so weit, dass man nachher den Chromring runterziehen kann. Im Chromring selber ist diese Glasscheibe drinnen. Normalerweise hier mit einer Dichtung, die ist aber komplett zerbröselt, also das muss ich neu abdichten. Dann ist hier eine Blende, die dafür sorgt, dass das Licht von der Tachometerbeleuchtung nicht seitlich vorbeistrahlt. Diese Dichtung ist dann auf der Rückseite beim Einbau in den Instrumententräger. Und dann natürlich das Instrument selber. Also in diesem Fall eine modernere Ausführung mit schwarzem Ziffernblatt und auch diesen längeren Zeiger. Also wenn man es vergleicht mit dem alten Modell von der K57, hat sich in erster Linie eigentlich der Zeiger geändert. Interessanterweise, obwohl die Motoren unterschiedlich sind, hier der SV Seitenventiler und hier der OHV-Motor, sind diese Markierungen, wo man schalten soll, ident geblieben. Obwohl eigentlich der OHV ja höher drehen kann wie der SV. Auch der Hersteller ist der gleiche und die Kostennummer ist bis auf den Zusatz auch die gleiche. Dieser Tachometer ist laut dem Gehäuse von 1985. Auch noch hergestellt in der Sowjetunion. Der ist natürlich auch aus der Sowjetunion. Ich werde jetzt in dem Video zeigen, wie ich den Tachometer prüfe und soweit es möglich ist einstelle. Generell muss man mal sagen, dass die Dnepr Tachometer keine Präzisionsinstrumente sind. Die zeigen oft sehr ungenau an, oft zittert der Zeiger, weil die Tachometer keine Dämpfung haben. Und wenn jetzt die Tachometerwelle nicht gut geschmiert ist oder schon einen Schaden hat, dann fangen die Zeiger zum Zittern an. Das Instrument selber wird hier im Blechtopf durch diese zwei Schrauben festgehalten. Das sind diese zwei hier. Der Zeiger ist nur gesteckt auf der Welle, also den kann man relativ leicht abziehen. Wenn der Zeiger steckt, dann kann ich zwei Löffel nehmen und am besten hier auf diesen zwei Schrauben abstützen und so runterhebeln. Dann zum Instrument. Das Ziffernblatt ist durch diese zwei Schrauben am Träger gehalten. Das werde ich jetzt hier nicht öffnen, weil das ist in Ordnung. Die Welle treibt dann hier drinnen eine Magnetscheibe an. Hier auf der Außenseite ist ein Stahlring und zwischen der Magnetscheibe und dem Stahlring bilden sich Wirbelströme. Und diese ziehen einen Aluminiumtopf mit, der dann direkt mit der Welle für den Zeiger verbunden ist. Ich zeige das mal her, ich drehe einfach mal ein bisschen. Also dieser Teil hier
ist aus Aluminium und der dreht sich mit. Diese Tachometer haben eine einzige Verstellmöglichkeit, das ist hier dieser Hebel. Und dieser Hebel ist eigentlich nur dazu da, die Nullstellung korrekt einzustellen. Das ist das Gegenlager von dieser Spiralfeder hier innen. Und hier ist der Anschlag. Das heißt, ich stelle diesen Hebel so ein, dass hier das gerade berührt in der Nullstellung. Also gerade auf Null. Kein Spalt soll bleiben, aber auch nicht mit zu viel Druck drauf sein. Und in dieser Stellung muss ich den Zeiger auf Null positionieren. Hier. Um den Tachometer zu testen, muss ich ihn natürlich antreiben. Ich habe mir dazu einfach so einen Vierkant gemacht, Schlüsselweite 2,54. Jetzt zeige ich auch mal her, wie die Wellen für das Zählwerk drehen. Es dreht langsam. Wie kann man einen Tachometer prüfen, ob er die richtige Geschwindigkeit anzeigt? Im eingebauten Zustand ist das natürlich sehr leicht. Da kann ich einfach mit dem Handy über GPS die Geschwindigkeit messen und so prüfen. Im ausgebauten Zustand ist das nicht ganz so einfach. Da kann ich nur die Tachometerwelle mit einem Motor antreiben, mit einer gewissen Geschwindigkeit und dann einfach prüfen, ob er die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Dazu muss ich natürlich wissen, bei welcher Drehzahl der Tachometerwelle welche Geschwindigkeit angezeigt werden soll. Jetzt hat jeder Tachometer oder jedes Tachometersystem, muss man fast sagen, eine sogenannte Wegdrehzahl. Die Wegdrehzahl sagt aus, wie viele Umdrehungen die Tachowelle machen muss für einen Meter Fahrweg vom Fahrzeug. In dem Fall der sowjetischen Boxer ist die Wegdrehzahl 1, zumindest theoretisch, so ist es gebaut. Das heißt, wenn ich einen Meter fahre, dreht sich die Tachometerwelle einmal 360 Grad. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man es berechnen. Einfach das Motorrad 10 Meter schieben und messen, wie oft dreht sich die Welle und daraus kann man dann diese Wegdrehzahl berechnen. Und wenn ich die Wegdrehzahl kenne, dann kann ich einfach mit einer Formel, hier habe ich mir so ein Excel-Sheet gemacht, mir ausrechnen, bei welcher Drehzahl der Tachometerwelle welche Geschwindigkeit angezeigt werden. Diese Wegdrehzahl ändert sich auch je nach Reifendurchmesser. Wenn ich den Endantrieb auf eine lange Übersetzung umgebaut habe, zum Beispiel auf eine Soll- oder Super-Soll-Übersetzung, wird sich natürlich dann auch die Wegdrehzahl und die angezeigte Geschwindigkeit verändern. Den Test mache ich jetzt in der Drehmaschine, weil die hat über das Getriebe und den Drehstrommotor fixe Drehzahlen, die sich auch unter Last de facto nicht verändern. Und diese Drehzahlen habe ich geprüft mit dem Drehzahlmesser. 579, bisschen mehr, fast 580. Das habe ich bereits vorher gemacht für alle Drehzahlen, die diese Maschine hat, die in Frage kommen. Also bei diesen 4 Drehzahlen werde ich es dann testen. Und das ist dann zwischen 22 und 100 Kilometer pro Stunde, also eigentlich im idealen Bereich. Ich starte mal mit der Geschwindigkeit von 368 Umdrehungen pro Minute. Das sollte der Tacho 22 km/h anzeigen. Und das macht er. Das passt. Dann die nächste Drehzahl ist 580 Umdrehungen. Das soll die Geschwindigkeit knapp 35 km/h sein. Das passt ausgezeichnet.
Die nächste ist 1022 Umdrehungen. Das soll die Geschwindigkeit 61,3 sein, also knapp über 60. Das passt. Das ist vielleicht einen Hauch zu viel, aber das ist harmlos. Und die letzte Geschwindigkeit ist 1679 Umdrehungen pro Minute. Das sollte die Geschwindigkeit 100,74 sein, also knapp über 100. Schauen wir mal. Das ist jetzt rausgerutscht. So, nochmal. Knapp über 100, das stimmt. Auch sehr gut. Und man sieht eigentlich, dass die Nadel nicht zittert. Also dass das Gerät auch gut anzeigt. Also dieser alte, doch inzwischen 56 Jahre alte Tachometer zeigt ausgezeichnet an. Also ich bin total überrascht, wie genau der ist. Nun der Tachometer meiner Dnepr 16. Da habe ich jetzt mit diesem roten Hebel die Nullstellung so eingestellt, dass der Zeiger wirklich hier beim Nuller den Anschlag hat. Und den Zeiger dann aufgesteckt und ich hoffe, das passt. Schauen wir mal. Das ist jetzt gleich mal die höchste Geschwindigkeit mit 100 km/h. Da sind wir. Ja, das passt. Das ist knapp über 100. Das passt. Dann die nächste ist 1022. Da soll es jetzt 61 km/h sein. Das passt. Vielleicht ein Hauch zu viel, aber es passt sehr gut. Das nächste dann 580 Umdrehungen pro Minute. Das sollten dann 34,8, also fast 35 km/h angezeigt werden. Das ist auch so circa 1-2 km/h zu viel. Gut, und jetzt noch 368. Das sollten jetzt 22 km/h angezeigt werden. Ja, da zeigt er circa 25 an. Also der Tacho ist relativ genau, nicht so genau wie der weiße. Er zeigt einen Hauch zu viel an. Wenn er jetzt überall zu viel anzeigt, dann wäre die simpleste Lösung, ich stecke den Zeiger einfach auf einer etwas anderen Position drauf. Ich habe jetzt beim Test von dem Tachometer der Dnepr 16 gesehen, dass es einen Unterschied macht, ob ich beim Test hier hineindrücke oder nicht. Wenn ich hineindrücke, ist die Geschwindigkeit um ca. 1-2 km/h höher, als wenn ich das nicht mache. Das ist offensichtlich wegen dem Axialspiel. Also diese Welle, die Eingangswelle, hat ein axiales Spiel. Und dadurch wird natürlich dann der Magnet im Raum des Stahlrings anders positioniert und anscheinend entstehen so höhere Wirbelströme, wenn ich ihn reindrücke. Das Spiel kann man nicht so einfach einstellen. Da kann man eigentlich überhaupt nicht rein.
Das ist alles vernietet. Das werde ich nicht öffnen. Im eingebauten Zustand ist ja der Tachometer nahezu waagerecht. Also die Welle schaut senkrecht, der Tachometer Ziffernblatt ist waagerecht. Und dadurch würde die Welle eben nicht reingedrückt sein, sondern in der äußeren Position. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich den Zeiger in einer Position ca. 2 bis 3 km/h höher aufstecken. Das werde ich machen. Nun zum Zusammenbau, da gibt es diese Dichtung, die so in den Topf gehört. Damit die mir jetzt beim Einbau nicht dauernd herausfällt, werde ich die mit ein bisschen Sekundenkleber festkleben. Jetzt dort, wo die schräg ist die Oberseite und so herum gehört das Instrument rein und wird dann hier mit den 2 Schrauben und so einer Scheibe verschraubt. Das sind diese sowjetischen Doppelschlitzschrauben, also keine, weil sie auf den ersten Blick aussehen wie Kreuzschrauben, sind sie keine Kreuzschrauben. Vor dem Einbau habe ich noch mit einem hochwertigen Spindellagerfett die Schnecken vom Zählwerkantrieb geschmiert, mit sehr wenig Fett. Also das soll nicht zu viel sein. Das ist ein Fett, was nicht verharzt. Und auf die Lagerstellen vom Zählwerk und auch vom Tachometer hinten habe ich ein paar Tropfen Feinöl, auch nicht verharzendes Feinöl, zur Schmierung reingegeben. Die benötigten Dichtungen habe ich im CAD konstruiert und drucke sie jetzt mit dem 3D-Drucker aus einem thermoplastischen Elastomer, einem TPU. In diesem Fall mit das weichste, das es eigentlich gibt am Markt, also für 3D-Druck, mit 60 Shore A. Ich habe jetzt meine selbst gedruckten Dichtungsringe. Da habe ich mal diesen dünnen, der genau in diese Vertiefung von dem Chromring reinpasst. Dann kommt die Glasscheibe, die habe ich jetzt peinlichst genau gereinigt. Das ist jetzt nicht die Originale, weil die Originale ist mir leider zerbrochen, als sie heruntergefallen ist. Naja, shit happens. Ich habe mit aus einem 2 mm Glas einfach eine neue geschnitten. Nicht sehr schön geschnitten, aber man sieht den Rand nicht, es wird verdeckt. Also man wird nachher nicht merken, dass ich nicht gut geschnitten habe. Ich habe keinen Glaskreisschneider, deswegen habe ich das mit einem ganz normalen Glasschneider für gerade Schnitte gemacht und dann mit der Zange weggebrochen und geschliffen. Also ja, nicht sehr professionell, aber es hat funktioniert. Dann habe ich hier 2 auch selbst gedruckte Dichtungen. Eine bisschen dünner, eine bisschen dicker. Hier nehme ich die dicke Dichtung, weil da noch zwischen Chromring und Glas so ein bisschen eine Profilstufe ist. Dann kommt diese Blende oder Abschirmring und eine etwas dünnere Gummidichtung. Das ist das Paket. Und dann kommt der Tachometer drauf. Der hat jetzt, dieser Chromring, der war schon mal offen und da ist eine Lasche abgebrochen hier. Die werde ich an die unterste Stelle geben. Also so herum. So sieht das dann aus. Nochmal Kontrolle, ob da Schmutz drinnen ist. Zum finalen Zusammenbau lege ich das mal hier auf so einen Gummi, damit der Druck sich am Chromring gleichmäßig verteilt. Und dann mit so einem Vierkantrohr und einer großen Beilagscheibe
Mit einer Schraubzwinge zwinge ich das zusammen. Nun kann ich mit dem Durchschlag diese Flügel umbiegen. So sieht das fertig aus. Die umgeklappten Flügel oder Laschen. Hier war die gefehlt hat. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die Tacho-Reparaturprüfung und Neuabdichten gefallen. Wenn es so ist, freue ich mich natürlich über ein Like und natürlich auch über ein Abo. Grüß euch, Servus.